Podmaster 3000 und wir spielen heute Planetary Annihilation. Dies hier ist meine erste, hoffentlich diesmal funktionierende Aufgabe. Von Planetary Annihilation. Ich habe vor wenigen Minuten eine andere Aufgabe schon aufgenommen. Die schien jedoch irgendwie, also das Bild war, ich habe vergessen das Bild umzuschalten von meinem Desktop-Filler zu Spiel hier und ja, dadurch wurde dieses Symbol zu sehen. Ja, dann machen wir das einfach hier alles nochmal. So, wir haben davor auch schon gegen YouTube gegen eine normale KI gespielt und das werden wir jetzt auch wieder machen. So, ja, privat, ja, stimmt alles, okay. Dann mal direkt ins Spiel. Podmaster 3000 spielt gegen KI Grand Commander 13. Ja, mal gucken, wie dieses Spiel ausgeht. Ich konnte mich ja jetzt schon ein Spiel lang einspielen und ja, dadurch hatte ich ja jetzt noch weniger Chancen als vorher. Aber naja. Ich probiere diesmal aber eine andere Taktik aus als davor. Davor habe ich gleich wieder angefangen, Fabriken zu bauen, aber diesmal will ich zuerst mal einen Metallextraktor bauen. Mal gucken, ob das mehr bringt. Ich glaube, gegen die normale KI kann ich sowieso nicht verlieren. Ich will mal nicht zu voreilig werden, aber ja. Eigentlich hat die gegen mich keine Chance. Wenn es jetzt ganz viele wären, dann möglicherweise, aber wer weiß. Ich habe auch schon gesehen, dass mich normale KI besiegt hat, indem ich einfach probiert habe, ja, nur eine Verteidigungsposition aufzunehmen und dann praktisch so Last Stand mäßig so lange wie möglich zu verteidigen, aber ja, da baut die dann mit der Zeit wird praktisch jede normale KI zur absurden KI, habe ich so das Gefühl. Mit der Zeit werden sie alle richtig heftig. Hier, 5 Fabrikationsfahrzeuge. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Benutze ich eigentlich nie. Ist vielleicht falsch, aber naja, ist ja meine Taktik. Meine Strategie. So, dann schicken wir auch gleich wieder 5, wie hieß die nochmal? Wiesel. Ich sage einfach 5 Speer. 5 Speer los. Und die werden dann hoffentlich den Feind so schnell wie möglich identifizieren. Auch wenn ich glaube, dass er einfach hier drüben ist. So wie das letzte Mal war. Aber man weiß ja nie. So, dann überall schon mal mit dem, nachdem man das Radar gebaut hat, die Metallextraktoren bauen lassen. Du baust auch immer gleich die Metallextraktoren. Wir brauchen jede Menge Metall. So, hier, du baust Energiekraftwerke danach. Mr. Commander. So. Ausgezeichnet. Hier, die Fabrik bleibt kurz noch stehen. Weil wir noch nicht genug Metall haben, um mit der Waffenproduktion sozusagen zu starten. Mit der Produktion von Panzern. Du hilfst mir in der Zwischenzeit mal dem Commander beim Energieanlagen aufbauen. Ja, du. Ja, eigentlich brauche ich immer nur 4, aber ich baue trotzdem mal mehr. Dann baue du einfach mal ein bisschen Verteidigung auf. Just in case. Man weiß ja nie, wie es kommt. Auf einmal haut er mir mit einer riesen Armee eine rein. Und dann kann ich nämlich nicht wehren oder so. Das wollen wir ja nicht. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber auf jeden Fall, für jeden Fall gewappnet sein. Ah, der Feind. Oh, es war nicht der Feind. Doch. Ja, wie schon erwartet, hier drüben direkt. Ist ja nicht so weit weg von uns. Naja, müssen meine Einheiten weniger laufen. Ist ja gut. So. Die Energieanlagen. Ja, jetzt verbrauchen eigentlich nur noch mein Commander und alles, die ganze Energie. Dann beginnen wir einfach mal schon wieder mit 5 Arns, einmal Inferno und einmal Raketenschleuder pro Fabrik und das auf Dauerschleife. Hier baut man weitere Energieanlagen und ja. Da fahren sie die Panzer. Die leichtesten Panzer dieses Spiels, abgesehen. Na gut, ich glaube, die sind noch leichter die Drifter sind noch leichter zu vernichten.
Warte, Gesundheit 250, 200, gut, ja, naja. Ich weiß eigentlich gar nicht, haben die mehr Schaden? Damage 120, ja, die haben sogar mehr Schaden. Ja. Was sage ich denn? Also ist die Art wirklich die schwächste, aber dennoch am beliebteste Fahrzeugart, würde ich zumindest sagen. Das ist praktisch der Bot der Fahrzeuge. Feindlichen Speer abgewehrt. So muss es sein. Seid schon wieder fertig, ey. Ihr arbeitet viel zu schnell. Bauen wir hier mal eine Lob. Die baut kleine Bots und schießt sie dann ähnlich wie die Einheitenkanone auf die Feinde, bloß hat er eben viel kleineren Radius. Generell hat die einen Radius, was die Einheitenkanone ja nicht hat, und ja, die produziert auch, glaube ich, langsamer und kann auch nur Bots produzieren. Ja. Schon wieder fertig. Dann baut ihr einfach mal eine verbesserte Fabrik. Ich will mal... Letztes Spiel hatte ich auch schon eine gebaut, aber die wurde nicht fertig, nur knapp. Dann war das Spiel schon zu Ende, also hat nichts mehr gebracht. Hier will ich die mal ein bisschen früher fertig haben. Da muss ich auch nicht so viele kleine, die normalen Fahrzeugfabriken bauen. So, erster Angriffstrupp ist fertig, dann gehen wir mal gleich los und schwächen den Feind mal ein bisschen. Nicht, dass er uns hier doch noch irgendwie überwältigt. Na gut. So wie es bei dem aussieht, eigentlich kann da gar nichts schief gehen. Aber eigentlich ist er nicht 0%. So, welchen nehmen wir denn hier? Ich glaube, ich baue hier dann hauptsächlich den Leveler. Oder? Ja. Ja, oder die Vorhut. Ja, aber, naja. Na, ich glaube, ich baue lieber den Leveler. Ich weiß gar nicht, warum die den so genannt haben. Naja. So. Der zweite Trupp. Ja, die brauchen alle noch ein bisschen. Die sollen danach auch die Fabrik unterstützen, damit die auch möglichst schnell baut. So, hier, unsere Einheiten stehen hier schon in Position. Dann gehen wir doch gleich mal in Angriff und schwächen den Feind ein bisschen. Schicken ihm ein bisschen ein Geschmack von dem, was bald kommt. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ist mir auch eigentlich egal. Wir zeigen ihm, was ihn gleich erwartet. Und direkt auf die Commander zu gehen, ist eigentlich schwachsinnig, aber soll ihn ja auch nur ein bisschen schwächen, soll ihn ja nicht gleich vernichten. So, der zweite Trupp ist auch schon fast fertig. Oh, sogar schon mit 2 Leveln. Sehr gut. Die machen ordentlich Schaden. Hier, die machen 300 Schaden. Das ist das ist fast, das ist mehr als 3-mal so viel wie die normalen. Naja, wir bauen 2 davon und einen davon immer im Wechsel. Ja, das ist auch gut. Aber auch ein bisschen Einheiten Abwechslung. So, dann setzen wir dann mal den Wegpunkt neu. So. Dass wir nicht immer die ganze Zeit darauf warten, dass die erstmal dahin fahren und alles. Dann schicken wir die gleich mal weiter. Sparen wir schon mal den halben Weg hier mit der Sache. Ja, und hier diese mega fetten Panzer, hier die Vorhut. Die haben ja wirklich extrem viel Leben vor allem. Leben und Schaden. 5000 Gesundheit und 2000 Schaden, ey. Das ist mal 4 und mal 5 macht mal 20. Das 20-fache von dem Arndt. Wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. Da hier hat auch viel größere Reichweite haben die. Oder? Ah ja, zumindest ein bisschen. Boom, boom. Da hat eigentlich schon keine Chance mehr. Ich glaube, ein so ein riesen Vorhutspanzer kann dem Commander auch schon ziemlich doll
zu setzen. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Leben der Commander überhaupt hat, aber ich glaube, die Vorhut, diese schweren Inferno-Panzer so gesehen, haben fast genauso viel Leben wie der. Irgendwie so war das. Na, schafft es gleich, den zu zerstören, oder ja noch nicht? Ah, doch, das schaffen sie gleich. Aber dann war es ja ein kurzes Spiel. Noch kurzer als davor sogar. Nicht schlecht, ich werde schon wieder besser. Das erste Spiel habe ich noch wirklich sehr lange gebraucht. Ich glaube doppelt so lange wie jetzt hier. Da sieht man mal, wie schnell man sich wieder einspielt. Ah, hier, meine Rate ist auch schon niedriger. Davor war sie bei über 70. 9 Minuten lang. Ja. Gucken wir uns nochmal die Chronocam an. Hier erstmal unsere wunderschöne Basis, wie die aufgebaut wurde. Hab diesmal zuerst den Metallextraktor angebaut und die Fabriken, dann die Energieanlagen, dann ein paar unnötige, für diese Situation die unnötige Verteidigungsanlagen, die LOB, die erweiterte Fahrzeugfabrik. Dann haben wir den Feind übel weggebasht. Hier hat sich unser geliebter Feind geschlagen. Ja, eigentlich genauso wie das letzte Mal, bei der letzten Aufnahme, die ich ja gemacht habe. Ja. Kam nicht mal dazu, irgendwelche Truppen auszusenden, anders als Speer oder so. Einfach weg. Tja, so ist es im Leben eines planetarischen Annihilationscommanders. So, gucken wir uns die hier nochmal an. Gesamteinheiten hatte ich einiges mehr als er. Mobile Einheiten auch ein, ja gut, spricht dann alles für sich auch. Und mit Fabriken hatte ich weniger auf die längere Sicht, aber naja, brauchte ich aber auch nicht mehr, wie es scheint. Fabrikatoren hat er auch mehr, ja, die bauen irgendwie immer mehr. Verschwendete Energie, ja. Verschwendetes Metall, verschwendete Energie, das ist bei mir immer meistens recht hoch. Aber ich glaube, das geht vielen Spielern so. Bis sie das dann irgendwann effizient gemacht haben oder so. Aber ich lege keinen Wert auf, also gut, zumindest keinen allzu großen Wert auf Effizienz. Hauptsache der Feind ist vernichtet, sage ich mir. Die Kommandorate ist bei ihm auch wieder höher. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch schon überlegt. Ich glaube, das muss irgendwas damit zu tun haben, wie viele Befehle man gibt oder so pro Sekunde oder so. Weiß ich gar nicht genau. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei diesem Video hier auch wieder. Hoffe diesmal, dass es auch wirklich alles geklappt hat mit der Aufnahme und alles und ja, auf Wiedersehen.